Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Paintbook Podcast. Heute haben wir im Test das neue Flaggschiff von Wacom, das Cintiq 27 QHD. 27 bedeutet 27 Zoll Größe, ist also das größte Pen-Display, was es momentan am Markt gibt, und QHD ist die Auflösung 2560 x 1440 Bildpunkte, also eine enorme Auflösung, um hier ausreichend kreative Arbeitsfläche zu haben. Wir gucken uns im Test gleich an, was man mit dem Cintiq 27 QHD alles machen kann, worauf man beim Anschluss achten muss, was es für Features hat und wie das Ganze mit dem Workflow dann funktioniert. Nicht vergessen, der Digital Paintbook Podcast wird euch präsentiert von der Digital Paintbook Buchreihe. Hier zum Beispiel Band 3 mit der Wacom Erfolgsstory. So, dann viel Spaß beim Test. Nachdem das Cintiq ausgepackt worden ist, wird es auf die Displayfläche gelegt. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite gibt es Klappen, da kann man dann den Wacom Ergo Stand noch anbauen. Dann sind hier die integrierten Füße auszuklappen. Das macht das Cintiq in einem 20-Grad-Winkel aufstellbar. Und dann findet man in der Mitte die Klappe mit den ganzen Anschlüssen. Als erstes installiere ich den USB-Stecker. Das ist hier USB 3.0. Und dann gibt es da so eine Schelle, da kann man das Kabel ganz prima durchziehen und mit fixieren. Das Cintiq verfügt über zwei Videoeingänge, einmal Highspeed HDMI und dann der DisplayPort, aber es gibt eine ganze Menge verschiedene Adapter, um es an die regulären Videoanschlüsse anzuschließen. Wie zum Beispiel DVI auf HDMI. Ich schließe das Cintiq mit dem beiliegenden HDMI-Kabel an und kann es ebenfalls in die Schelle integriert werden und läuft dann prima aus dem Monitor dann heraus. Dann brauchen wir noch einen Stromanschluss, der ist verpolungssicher und kann da noch mit integriert werden. Man sieht, es ist also ausreichend Platz, damit die Kabel eine gute Führung bekommen. Dann kommt die Klappe wieder drauf und das Ganze ist fixiert. Auf der oberen Seite gibt es dann den Einschalter, dann sieht man links die blaue Lampe, dass es eingeschaltet ist, und rechts gibt es noch eine Lampe für die Aktivität des Stiftes. Oben rechts gibt es dann nochmal spezielle Funktionen für Treiber, Tastatur und Touch-Eingabe. Auf der rechten Seite zwei USB-Eingänge. Dann die rechte Seite ist magnetisch für die Fernbedienung auf jeden Fall. Und das Ganze natürlich auf der linken Seite ebenfalls mit zwei USB-Anschlüssen und für das Kensington-Schloss ein Loch. Die Fernbedienung muss man ab und zu mal aufladen. Dafür ist es ideal, dass man dann so einen USB-Anschluss verwendet. Man kann das Cintiq 27 QHD mit den ausgeklappten Füßen in einem 20-Grad-Winkel ergonomisch verwenden. Das werden sicherlich die meisten Anwender machen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, die Füße wieder einzuklappen und kann das Cintiq in einem 5-Grad-Winkel benutzen. Im Wacom-Treibermenü kann man alles einstellen, was man für das Cintiq 27 QHD benötigt. Hier zum Beispiel die Fernbedienung oder dann natürlich hier die ganzen Möglichkeiten für die Steuerung des Displays, das Radialmenü und auch hier relativ neu die Bildschirmbedienelemente. Das sind On-Screen-Menüs, die man sich hier zusammenstellen kann. Das geht ganz einfach. Man sucht sich hier die Kurzbefehle raus und kann dann schon vorgefertigte Kommandos einstellen oder diese einzeln noch hinterlegen. Dann natürlich die ganzen Gesten für die Touch-Funktion. Die kann man alle nochmal justieren. Und hier sieht man auch welche Möglichkeiten man überhaupt hat.
Den Stift sollte man einstellen mit der Empfindlichkeit. Den kann man den aktuellen Druck hier auch ausprobieren. Dann natürlich das Ganze auch für den Radierer. Und hier gelangt man auch in die Kalibrierung des Gerätes. Am wichtigsten ist sicherlich das Einstellen der Funktionstasten, sogenannte Express Keys bei der Fernbedienung. Da zum Beispiel der Touchring, die 3 wichtigen Elemente, zum Beispiel zum Zoom, zum Scrollen oder zum Drehen. Dann die Express Keys als solches, die sind aufgeteilt mit den äußeren Tasten und den inneren Tasten. Es gibt außen 8 Tasten zu belegen und im Inneren nochmal 4 dazu und auch spezielle Ringtasten, die man auch nochmal einzeln belegen kann. Im Wacom Desktop Center findet man auch die Möglichkeit, das Cintiq Display zu justieren, zum Beispiel vom Kontrast, von der Helligkeit und auch von den Farben. Hier taucht eine Fehlermeldung auf. Das liegt daran, dass wir verschiedene Wacom Pen Displays verwenden und da scheint was zu kollidieren. Also da ist es sicher sinnvoll, eine frische Installation zu haben. Außerdem kann man hier die Touch-Eingabe auch ausschalten. Man kann die Stifteinstellungen öffnen und auch die Einstellungen in die Cloud speichern und wieder herunterladen. Und man findet oben auch eine Möglichkeit zu sehen, welcher Batteriestatus bei der Fernbedienung vorliegt. Ist die Fernbedienung aufgeladen, kann diese unten am Knopf eingeschaltet werden. Diese verbindet sich über Smart Bluetooth sehr schnell und kann dann sofort genutzt werden. In der Mitte findet man den Knopf, um zum Beispiel zu drehen oder ins Bild rein und raus zu zoomen. Die Seitenbereiche des Screens sind magnetisch. Dort kann man die Fernbedienung ideal ablegen, aber aufgrund der Gummierung geht das natürlich auch direkt auf dem Screen. So kann man halt die Fernbedienung in die Position bringen und an die Stelle, wo man das für seinen eigenen persönlichen Workflow am besten benötigt. Alternativ kann man die Fernbedienung auch in die Hand nehmen und so sehr schnell an die Funktionstasten gelangen. Der Grip Pen hat 2 Tasten, die man einzeln belegen kann und auf der Rückseite den Radierer. Das heißt, man kann also im Arbeitsprozess erst malen, dann gegebenenfalls den Pinsel wechseln und kann dann mit dem Radierer alles wieder löschen. Im Stifthalter findet man die normalen Spitzen und auch die gefederten und die mit Filz. In einem ersten Test schaue ich mir die Drucksensitivität etwas genauer an. Ich öffne eine neue Datei und zoome erstmal ein bisschen mit rein, suche dann eine Stiftspitze, die auf Druck und Größe reagiert und dann ziehe ich erstmal dünne Linien und dicke Linien und kann dann schon gleich merken, ob die Treibereinstellung korrekt ist. Ich kann also hier jetzt auch nochmal das etwas härter einstellen im Treiber und dann gleich schauen, ob ich dann nicht dadurch noch feinere und mehr Abstufungen bekomme. So nach den Linien mache ich dann Schleifen erst von dünn auf dick und dann gehe ich von dick wieder zurück auf eine dünne Linie. Ebenfalls zum Austesten mache ich immer ganz gerne so eine Kugelform. Als erstes mache ich eine Auswahlmaske mit dem Ellipsenwerkzeug und wähle dann als nächstes einen Pinsel aus. Und zwar so ein Rundweichpinsel. Die Größe wird immer angepasst. Und dann suche ich mir so einen mittleren Blauton
und kann jetzt direkt erstmal an der Kante entlang fahren und die erste Farbe vorsichtig auftragen. Hier merkt man dann schon, wie das mit dem Andruck funktioniert. Wenn ich also ein bisschen stärker aufdrücke, kommt mehr Farbe raus, und schleife ich nur so ein bisschen mit dem Stift auf der Oberfläche herum, dann kommt etwas weniger Farbe. So kann ich hier schon mal im ersten Farbauftrag ein wenig Licht und Schatten bestimmen. So, nochmal am Rand etwas herumgehen, das doller aufdrücken. Und dann wähle ich den nächst dunkleren Farbton. Und mit diesem dunklen Blau gehe ich nochmal an den Kanten entlang. Ganz vorsichtig, nur so ein bisschen. Und kann jetzt in der Mitte nochmal das Ganze abdunkeln. So hat man sich vermalt. Drückt man die Alt-Taste auf der Fernbedienung und kann dann zum Beispiel einen Farbton direkt aus dem Motiv herausnehmen und korrigieren. Ja, und dann zum Schluss kommt dann nochmal eine Schattierung unten drunter. Pinsel mache ich ein bisschen größer, nehme dann so einen ganz dunklen Blauton und trage dann vorsichtig eine leichte Schattierung auf. So, dann schaue ich mir Cintiq nochmal im Arbeitsprozess an. Ich habe die Fernbedienung auf der linken Seite und die linke Hand jeweils immer auf den Funktionstasten, die ich benötige. Ich male hier so einen Lichtpunkt ein, erstmal mit einem Blau, und dann mache ich den Pinsel ein bisschen kleiner. Da kommt nochmal so ein Lichtpunkt direkt in die Mitte. Und dann mache ich den Pinsel noch ein bisschen kleiner und ziehe dann so ein paar Strahlen heraus. Ja, dann fängt das schon mal so ein bisschen an zu leuchten. Und dann zoome ich raus, das geht also ganz prima, dann mit dem Scrollrad von der Fernbedienung. Verschaffe mir einen Überblick, hole mir dann den nächsten Farbton, so einen gelblichen, und kann dann noch zwei weitere Lichter einmalen, einmal hier und einmal da. Und auch da werde ich in die Mitte hineingehen und dann nochmal so einen kleinen Lichtpunkt reinsetzen. Mit Weiß, so, und dann zoome ich gleich nochmal so ein bisschen rein. Und dann kommen ebenfalls Strahlen dazu. Ja, ich denke mal, so kann man es ganz gut erkennen. Und dann kann man wieder rauszoomen und sich das gesamte Motiv
betrachten. Als nächstes male ich noch die Lichtkante von dem Flügel ein wenig heller. Das heißt, ich mache da erstmal eine Maskierung mit dem Polygonlasso. So. Und nehme dann wieder einen etwas größeren Rundweichpinsel, wähle dann zum Beispiel den Farbton direkt aus dem Bild heraus aus und kann dann die Lichtkante an diesem Flügel noch ein bisschen aufhellen. Also gerade wenn es darum geht, Teilbereiche auszuwählen, ist das mit dem Cintiq eine ganz prima Sache, weil man ja sieht, wo man malt. Ebenfalls mit einem hellen Farbton kann ich hier an dem Leitstand noch so ein bisschen helle Farbe auftragen. Oben an der Ecke hier und überall mal noch so einen kleinen Lichtpunkt mit reinnehmen. Das Cintiq 27 QHD verfügt über 2048 Druckstufen, hat eine Neigungserkennung von 60 Stufen und im Seitenverhältnis von 16:9 hat es eine QHD-Auflösung. Zum ersten Mal wird dieses Pen-Display mit einer sogenannten Express-Key Remote Fernbedienung ausgeliefert. Das Cintiq 27 QHD gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal mit Touch und einmal ohne. Ohne Touch kostet das Cintiq 2199,90 und mit der Touch-Variante 2599,90. Und wenn man dann noch vielleicht einen anderen Standfuß mit dazu haben möchte, den Ergo-Stand, dann muss man nochmal 360 € mit dazu rechnen. Alles in allem natürlich ein stolzer Preis, der sich vor allem an die professionellen Anwender richtet. Im Vergleich aber zu den ersten Cintiq-Modellen liegt man dann mit 2199 € natürlich bei einem recht guten Preis. Bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, der Digital Paintbook Podcast wird euch präsentiert von der Digital Paintbook Buchreihe. Und ich wünsche nun viel Spaß beim digitalen Malen und bis zur nächsten Folge.